Dass es bei einer Auswanderung immer wieder Steuerfallen und Hindernisse zu überwinden gilt, gerade dann, wenn du Unternehmer bist. Genau darüber wollen wir einmal in diesem Video anhand eines ganz konkreten Beispieles sprechen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn auch du dir überlegst, auszuwandern, dann rate ich dir unbedingt einmal in unser Veranstaltungsprogramm reinzuschauen. Wir veranstalten regelmäßig Seminare, Workshops und auch Reisen in interessante Auswanderungsländer. Dort nehmen wir uns dann intensiv den steuerlichen Themen an, nicht nur den lokalen steuerlichen Themen, sondern eben auch über die steuerlichen Konsequenzen in Deutschland. Thema wie Wegzugsbesteuerung, erweitert beschränkte Steuerpflicht oder jetzt hier beschränkte Steuerpflicht wie in diesem Beispiel. Alle weiteren Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Wenn man auswandern will, dann ist man vielfach zunächst mal unbedarft und kann sich gar nicht vorstellen, was es da eigentlich alles so für steuerliche Probleme, Herausforderungen und Hindernisse gibt, die man überwinden muss. Auch schaut man sich dann vielleicht auf YouTube-Videos an oder schaut sich ansonsten im Internet um. Und viele Berater machen es ja sehr einfach. In dem konkreten Fall, den ich dir jetzt darstellen will, geht es um einen Mandanten, der nach Dubai auswandert. Gerade im Falle von Dubai, wenn du dort online schaust, gibt es zig Serviceanbieter, die lassen das Ganze erscheinen, wie wenn es extrem einfach wäre, wie wenn es da nicht groß was zu beachten gibt. Jeder kann es tun. Jeder kann dorthin gehen, eine Firma gründen, jeder bekommt dann damit eine Residence Permit und kann dort leben. Übrigens, wir können dich hinsichtlich Dubai natürlich auch beraten und unterstützen. Wir haben das volle Programm hier, Aufenthaltstitel, Golden Visa, Kontoeröffnung in Dubai und so weiter und so fort, Firmengründung. Link dazu packe ich mal in die Beschreibung zu diesem Video. Also wenn du da Interesse hast, dann wende dich gerne an meine Kollegin und meine Schwägerin übrigens, Sabrina, die sich um unsere Dienstleistungen in Dubai kümmert. Aber dieser einfache Eindruck, dass alles so einfach ist, der mag trügen, zumindest teilweise. Tatsächlich ist es natürlich so, dass es in Dubai auch einiges an rechtlichen Komplikationen geben kann. Das erfahren viele Auswanderer dann, wenn sie erst einmal da sind. Denken wir zum Beispiel nur an das Scharia-Recht, was unter Umständen für dich gilt, wenn du dich nicht richtig absicherst. Das kann dann gerade zum Beispiel in Testamentsfragen besonders problematisch werden. Auch das natürlich nehmen wir in unseren Seminaren dran. Wir machen immer wieder ein Seminar jetzt zum Thema Auswandern nach Dubai und da kommt natürlich sowas dann auf jeden Fall auch zur Sprache. Heute will ich mich allerdings auf die deutsche Seite konzentrieren und in dem konkreten Fall, den ich dir heute darlegen werde als Beispiel, ging es um einen Mandanten, der eine deutsche GmbH hat. Diese deutsche GmbH hat keinen Wert, also das heißt, ein Wegzugsteuerproblem hat er nicht. Er will nach Dubai umziehen, er bezieht von dieser Gesellschaft ein Gehalt, er ist der einzige Geschäftsführer. In Deutschland wird es keine Geschäftsführung mehr geben. Es gibt ja mit Dubai, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten auch kein Doppelbesteuerungsabkommen. Das heißt, die Entstrickungsthematik ist da nicht auf diese Art und Weise gegeben wie bei Abkommensstaaten. Das Ziel für den Mandanten war nun folgendes. Er will weiterhin seinen Kunden eine Rechnung stellen über die Firma in Deutschland, weil das einfach seriöser ist, weil er über diese Firma seine ganzen Verträge mit den Kunden abgeschlossen hat. Dann will er sich von der Firma ein Gehalt bezahlen lassen und sich dieses Gehalt dann nach Dubai auszahlen. Und da er tatsächlich das ganze Jahr über in Dubai ist, vor Ort arbeitet, mit der Familie dorthin umgezogen ist, in Dubai in Anführungszeichen unbeschränkt steuerpflichtig ist. Deswegen möchte er natürlich dann das Gehalt in Deutschland nicht versteuern. Jetzt gehen bei dir möglicherweise alle Alarmglocken an, wenn du dir diese Konstellation anhörst. Und tatsächlich sind da natürlich einige Dinge zu beachten, damit man dann auch tatsächlich erreicht, dass die Besteuerung nicht in Deutschland zu erfolgen hat. Früher war es zum Beispiel so, dass Geschäftsführergehälter eigentlich immer in Deutschland zu versteuern waren. Heute ist das nur dann der Fall, wenn die Geschäftsführung auch tatsächlich in Deutschland stattfindet. Das ist hier nun definitiv nicht gegeben. Der Mandant ist nicht in Deutschland, er ist in Dubai, er macht die Geschäftsführung nur von Dubai aus. Aus Deutschland heraus wird keine Geschäftsführung ausgeübt. Es gibt auch in Deutschland keine weiteren Geschäftsführer. Der Mandant ist der einzige Geschäftsführer, einziger Ort der Geschäftsleitung ist Dubai. Damit gilt schon mal nicht der Grundsatz, dass solche Geschäftsführer oder Vorstandsgehälter in Deutschland dann noch beschränkt steuerpflichtig sind. Jetzt gibt es aber auch noch den sogenannten Verwertungstatbestand. Wir haben darüber auch schon in unseren Videos gesprochen. Jetzt will ich einmal den Paragraphen 49 des deutschen Einkommensteuergesetzes öffnen, die beschränkte Steuerpflicht. Da geht es nämlich genau um diesen Verwertungstatbestand.
Also nochmal ganz kurz zur grundsätzlichen Einordnung. Wenn du deinen deutschen Wohnsitz aufgibst und keinen Wohnsitz mehr in Deutschland hast und Deutschland auch nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist, dann erlischt die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland. Dann bist du höchstens noch beschränkt steuerpflichtig. Und im Falle Dubais muss man auch die erweiterte beschränkte Steuerpflicht beachten. Insbesondere dann, wenn man an einer GmbH beteiligt ist. Aber grundsätzlich gilt zunächst mal die beschränkte Steuerpflicht. Das heißt, selbst wenn man nicht mehr in Deutschland mit seinem weltweiten Einkommen steuerpflichtig ist, bleibt man natürlich mit bestimmten deutschen Einkünften in Deutschland weiter steuerpflichtig. Stichwort zum Beispiel deutsche Mieten. Das ist das häufigste Beispiel. Die beschränkte Steuerpflicht ist im Paragraphen 49 des Einkommensteuergesetzes geregelt. Hier gibt es einen Katalog von Einkünften, die auch weiterhin in Deutschland zu versteuern sind, selbst wenn man in Deutschland nicht mehr unbeschränkt steuerpflichtig ist. Hier ist das Gesetz. Wir wollen einmal nach unten scrollen. Zum Thema Verwertungstatbestand haben wir zunächst mal hier Punkt 3, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, die im Inland ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist oder für die im Inland eine feste Einrichtung oder eine Betriebsstätte unterhalten wird. Also, haben wir auch schon öfter gesagt, von dem sogenannten Verwertungstatbestand sind auch natürlich Freiberufler betroffen. Wenn ein Freiberufler in Dubai arbeitet für einen deutschen Kunden und es liegt ein solcher Verwertungstatbestand vor, dann muss der Kunde in Deutschland Steuern einbehalten und kann letztlich dieses freiberufliche Honorar nicht abzugsfrei an den Freiberufler überweisen. Wir hatten ein solches Beispiel, zum Beispiel bei einem Mandanten, der als CFO in Dubai gearbeitet hat für eine deutsche Firma. Er war dann ganz erschrocken, dass letztlich in Deutschland Steuern einbehalten werden müssen. Aber hier geht es ja nicht um eine selbstständige Tätigkeit. Wer ist denn noch von einem sogenannten Verwertungstatbestand betroffen? Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, also Einkünfte aus Anstellung. Der Mandant ist ja bei seiner GmbH angestellt. Also Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit, die als Vergütung für eine Tätigkeit als Geschäftsführer, das ist ja hier der Fall, Prokurist oder Vorstandsmitglied einer Gesellschaft mit Geschäftsleitung im Inland bezogen werden. Wie gesagt, das hat sich geändert. Das ist jetzt nur noch der Fall, wenn es sich verhält, wie es dort steht, wenn eben tatsächlich die Geschäftsleitung im Inland stattfindet. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen fällt sicherlich die Besteuerung nicht unter diesem Punkt. Bleibt also die Frage, ob die Tätigkeit im Inland verwertet wird oder nicht. Ausgeübt wird sie ja tatsächlich nicht. Wie verhält es sich jetzt bei einem Geschäftsführer? Wird die geschäftsführende Tätigkeit letztlich in Deutschland verwertet, nur weil er in Dubai sitzt und weil er zum Beispiel Anweisungen gibt an seine sich in Deutschland befindenden Mitarbeiter? Und das ist ganz klar mit Nein zu beantworten. Also tatsächlich liegt eine Verwertung in Deutschland nur vor, wenn der Geschäftsführer ein eigenes körperliches oder geistiges Produkt schafft und er dieses Produkt selbst in den deutschen Rechtsverkehr einführt oder dort verwertet. Das ist aber bei einer reinen Arbeitsleistung nicht der Fall. Und das ist ja das, worum es hier geht. Ja, das heißt also, der Geschäftsführer stellt der GmbH in Deutschland seine Arbeitsleistung aus Dubai zur Verfügung. Dabei handelt es sich nicht um eine Verwertung. Es reicht auch nicht, dass eine GmbH in Deutschland sitzt oder dass Weisungen einer im Ausland tätigen Person an Mitarbeiter in Deutschland gehen und von diesen umgesetzt werden. Das reicht nicht aus, um den Verwertungstatbestand herbeizuführen. So ist ganz klar die Rechtslage. Das haben wir im Vorfeld mit dem Mandanten natürlich in der Beratung geklärt. Der Steuerberater des Mandanten war dann auch mit an Bord und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt? Was ist in solchen Fällen immer eigentlich zu empfehlen? Man fordert beim Finanzamt eine verbindliche Auskunft an. Das heißt, man stellt genau den Themenkomplex dem Finanzamt vor. Man sagt also, Herr XY wird nach Dubai umziehen, er wird der Geschäftsführer sein, er möchte sein Gehalt steuerfrei beziehen. Und warum ist das Ganze steuerfrei? Man führt genau diese Argumentationskette durch, die ich jetzt gerade eben hier euch dargestellt habe. Genauso ist es auch gelaufen. Das Ganze wurde ans Finanzamt abgeschickt, was hier für den Mandanten zuständig war bzw. zuständig ist. Und dann der Hammer, das Finanzamt hat einen Brief zurückgeschrieben, hat die verbindliche Auskunft erteilt und hat die ganze Argumentation über den Haufen geworfen und hat dann auch noch einige andere Beispiele, einige andere Urteile und so weiter zitiert in einem hochoffiziellen Schreiben und hat gesagt, wir werden das Gehalt
in Deutschland nicht freistellen. Der Mandant muss auf dieses Gehalt in Deutschland Steuern bezahlen. Da war der Mandant natürlich zunächst mal ziemlich schockiert, hat sich natürlich panikartig dann bei mir gemeldet und hat natürlich zunächst mal das für bare Münze genommen, was das Finanzamt dort schreibt. Was ja grundsätzlich mal auch nicht schlecht ist, wenn man das als bare Münze nimmt, wenn dir das Finanzamt etwas schreibt. Aber tatsächlich ist es so, und da will ich jetzt gar nichts Schlechtes über das Finanzamt sagen, die Themen sind ja so komplex, gerade im internationalen Steuerrecht, und die gesetzlichen Vorgaben sind so schwammig formuliert, dass es da tatsächlich verschiedene Interpretationsmöglichkeiten gibt. Deswegen macht man ja genau die verbindliche Auskunft. Hätte man jetzt die verbindliche Auskunft nicht gemacht, ja, und mal angenommen, der Mandant hätte jetzt einfach sich das Gehalt steuerfrei bezahlt auf Basis dessen, was ich ihm gesagt habe, was der Steuerberater ihm gesagt hat, ja, und hinterher hätte dann das Finanzamt gesagt, nee, das geht so nicht bei einer Betriebsprüfung, dann steht ja möglicherweise dann immer auch noch gleich der Verdacht der Steuerhinterziehung im Raum. Das macht ja das Ganze dann immer gleich noch viel, viel schlimmer. Deswegen klärt man das im Vorfeld ab und lieber, wenn es dann bei einer negativen Entscheidung bleibt, lieber weiß man es vorher, als dass man sich dort unnötigen Ärger macht und möglicherweise hohe Kosten, Strafzahlungen, Zinsen, möglicherweise Strafverfahren einhandelt, weil man einfach etwas umsetzt, ohne es genau mit dem Finanzamt vorher geprüft zu haben. Das ist überhaupt Sinn dieser verbindlichen Auskunft. Also, wie gesagt, der Mandant war natürlich sehr erschrocken. Der Steuerberater, muss man sagen, auch hier möchte ich jetzt keine Kritik üben, der Steuerberater war auch überfordert, ja, denn für ihn war das erste Mal, dass er sowas gemacht hat, verbindliche Auskunft stellen, der kann sich auch mit dem Thema überhaupt nicht aus, wollte dann sofort klein beigeben, aber ich habe mir dann das Schreiben des Finanzamts angeschaut, habe mir die Zeit genommen, das zu analysieren, habe mir auch die Urteile angeschaut, die das Finanzamt dort reingeschrieben hat, die es zitiert hat, BFH-Urteile und so weiter und so fort. Und ich war dann nach dem Lesen des Schreibens auch sehr überrascht, wie viele Fehler eigentlich der Sachbearbeiter in seiner Argumentation gemacht hat. Er hat dort Gesetze zitiert, zum Beispiel die ich dir gerade eben auch gesagt habe, wo er geschrieben hat, naja, wenn die Geschäftszeitung in Deutschland stattfindet, dann ist das Gehalt in Deutschland zu versteuern. So ist es auch. Genau, aber hier findet ja keine Geschäftszeitung in Deutschland statt in diesem konkreten Fall. Und dann sprach er auch noch darüber, dass letztlich die Leistung als verwertet in Deutschland gilt. Und das ist eben auch nicht korrekt. Und die BFH-Urteile, die er dann da zitiert hat, die waren auch alle ziemlich konfus. Da ging es zum Beispiel um jemanden, der in Deutschland gelebt hat und dann eine Schweizer Gesellschaft geleitet hat von Deutschland aus und dass dann in Deutschland eine Betriebsstätte vorliegt. Das ist ja komplett logisch. Aber was hat das jetzt hier mit unserer Konstellation zu tun? Also, ich fand das alles ziemlich problematisch. Ich habe dann, wie gesagt, nach genauem Studium dieses Schreibens und nach genauer Analyse natürlich dem Mandanten gesagt, also ich halte diese Auskunft für komplett falsch. Ich denke, Sie müssen Ihr Einspruch einlegen und notfalls den Rechtsweg beschreiten. Ja, also wie gesagt, es war ja noch nichts passiert. Er war ja noch nicht umgezogen. Er hat ja das alles zunächst mal aus Deutschland gemacht. Wie gesagt, deswegen macht man das ja so ein bisschen als Trockenübung. Ja. Es war dann klar, dass der deutsche Steuerberater nicht dazu in der Lage ist, diesen Einspruch glaubwürdig an das Finanzamt zu übermitteln, noch entsprechend zu formulieren. Wir haben dann gemeinsam einen erfahrenen Anwalt gesucht in Deutschland, mit dem auch wir zusammenarbeiten. Der hat das natürlich genauso gesehen, wie ich das gesehen habe. Und dann haben wir dort letztlich dann diesen Einspruch eingereicht gegen diese verbindliche Auskunft des Finanzamtes. So, jetzt muss ich sagen, wir haben noch keine Antwort bekommen. Das heißt also, ich kann dir leider jetzt noch keine Auflösung dieses Rätsels, dieses Mysteriums hier geben. Aber ich denke eigentlich, dass er Recht bekommen wird. Alles andere wäre komplett gegen jede Logik. Aber wie gesagt, man weiß ja, welche Hakenschlagerei es hier gibt, wenn es um das deutsche Steuerrecht geht. Also, jetzt warten wir mal ab. Damit will ich dir im Grunde nur schildern, dass natürlich Zeit auch beim Auswandern mit einplanen muss und dass eben die korrekte steuerliche Abwicklung immer natürlich auch ein gewisser Aufwand ist, auch ein gewisser Aufwand ist mit externen Beratern, Steuerberatern, Anwälten etc. pp., dass du das aber meiner Meinung nach unbedingt machen musst, denn ansonsten sitzt du dann nachher in der Bredouille und hast im Grunde genommen noch mehr Ärger. Lieber hat man den Ärger jetzt, so wie wir ihn jetzt haben hier mit dem Mandanten, oder wir haben ja keinen Ärger mit ihm, aber er ärgert sich natürlich darüber, er regt sich auf über diese Finanzamtsauskunft und dass sie jetzt alles hinauszögert und so, aber lieber hat man das jetzt eben davor, wo noch nichts passiert ist, als nachher, wenn es dann wirklich ums Geld geht und dann auch möglicherweise viel Geld auf dem Spiel steht. Wenn auch du auswanderst, dann sorg dafür, dass du einen richtigen Steuerberater hast, der kompetent ist und möglicherweise auch einen Steueranwalt. Nicht bei jeder Auswanderung ist natürlich notwendig, dass man eine verbindliche Auskunft einholt. Das ist ja völlig klar. Manchmal sind die Sachen so einfach und so klar gestrickt, dass das überflüssig wäre. Aber in solchen komplexeren Fällen, wo es natürlich dann auch um größere Beträge geht,
denn das Gehalt des Mandanten ist ja nicht nur 3,50 €, ja, sondern es sind mehrere 100.000 €, die dann steuerfrei aus Deutschland bezogen werden sollen. Da macht es dann natürlich Sinn, das sorgsam zu planen, verbindliche Auskunft entsprechend anzufragen und möglicherweise das dann eben auch durchzufechten auf einem relativ langwierigen und steinigen Weg. Ich will dich jetzt natürlich in keiner Weise hiermit entmutigen. Ich will nur bei dir für Klarheit sorgen und dafür sorgen, dass du eine realistische Vorstellung hast, was du hier in puncto Finanzamt erwarten musst, wenn du aus Deutschland weggehst. Sicherlich nicht immer alles ganz einfach, gerade dann, wenn du eine solche Konstellation verwenden willst, wie die wir jetzt gerade eben hier beschrieben haben. In diesem Sinne, wenn du auswandern willst, würde ich mich natürlich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen, um genau solche Fragen im Vorfeld zu klären. Link zum Beratungsgespräch in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Themenkomplexen zu unterstützen, die rechtssichere, steueroptimierte Auswanderung, Vermögensschutz, Aufbau neuen Vermögens, zweite Staatsbürgerschaften und die Unabhängigkeit, die Freiheit zu erreichen von der EU. Ich selbst habe Deutschland vor 25 Jahren verlassen. Ich habe die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich bin damals in die Schweiz umgezogen. Später ging es dann weiter nach UK und in die USA und auch noch in ein paar andere Länder. Ich habe es nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun, aber manchmal ist eben der erste Schritt etwas schwierig, etwas steinern, wie wir jetzt gerade eben gesehen haben. Die Devise lautet, je schneller, desto besser, weil einfacher wird es sicherlich nicht werden. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich als bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.